Stell dir vor, zwei Menschen tun äußerlich dieselbe Handlung. Sie geben Geld, sie helfen anderen Menschen, sie sprechen ein gutes Wort. Doch bei Allah ist der eine wie ein Held, der andere vielleicht völlig leer. Weshalb das so ist? Weil Allah nicht nur die Tat sieht, sondern das Herz und die Absicht dahinter. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Liebe Geschwister, die Niyyah gehört zu den wichtigsten Fundamenten unserer Religion. Dies basiert auf einem Hadith, den viele Gelehrte als Wurzel und Maßstab aller Handlungen bezeichnet haben. Es wird berichtet von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dass er sagte: Ich hörte den Gesandten Allahs sprechen, die Taten sind nur entsprechenden Absichten und jedem Menschen steht nur das zu, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten macht, dessen Auswanderung ist zu Allah und seinem Gesandten. Und wer seine Auswanderung wegen dieser Welt macht, um etwas von ihr zu erlangen, oder wegen einer Frau, um sie zu heiraten, dessen Auswanderung ist für das, wofür er ausgewandert ist, überliefert bei Bukhari und Muslim. Dieser Hadith zeigt uns, dass der Wert einer Tat nicht allein in der äußeren Form liegt, sondern in der inneren Ausrichtung, der Niyyah. Ohne sie bleibt selbst die größte Tat bedeutungslos, und mit ihr kann die kleinste Handlung bei Allah zu etwas Großem werden. Niyyah bedeutet Absicht. Sie ist das, was den Kern unserer Taten bildet. Jede Handlung eines Muslims kann durch sie entweder zur Anbetung oder zur bloßen Gewohnheit werden. In Surah Al-Bayyinah heißt es: Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. So kann das Essen zur Anbetung werden, wenn man die Absicht hat, dadurch Kraft für die Ibadah zu gewinnen. Schlaf wird zur Ibadah, wenn man ihn nimmt, um am Fajr-Gebet aufstehen zu können. Einige Gelehrte, wie Al-Fudail ibn Iyad oder Ibn al-Qayyum, sagten ungefähr: Die Absicht ist die Seele der Tat. Ohne Absicht ist die Tat wie ein Körper ohne Leben. Darum prüften die Sahaba oft ihre Herzen, bevor sie handelten. Denn Niyyah ist unsichtbar für die Menschen, aber klar und offensichtlich für unseren Herrn. Die Ulama sagen, dieser Hadith gehört zu den 40 Fundamenten, auf denen der Islam praktisch steht. Imam al-Shafi'i rahimahullah meinte sogar, dieser Hadith umfasst ein Drittel des Wissens, weil jede Tat zwei Dinge braucht. Erstens, die Handlung selbst muss richtig sein. Zweitens, die Absicht muss rein sein. Nur wenn beides zusammenkommt, wird die Tat angenommen. Interessant ist auch, eine und dieselbe Handlung kann je nach Absicht völlig unterschiedlich gewertet werden. Ein Mensch spendet zum Beispiel Geld. Wenn er es für Allah gibt, wird er reich belohnt. Wenn er es gibt, um als großzügig zu gelten, ist es wertlos. Und wenn er es gibt, um sowohl Allah zu gefallen, als auch den Menschen, so schwankt sein Lohn, je nachdem, was überwiegt und wie Allah darüber urteilt. Die gleiche Tat kann mehrere Absichten haben und jede Absicht bringt ihre eigenen Belohnungen oder ihr eigenes Gewicht. Deshalb lehrten die Gelehrten, wer seine Absicht vervielfältigt, vervielfältigt ebenfalls seinen Lohn. Manchmal ist es nicht die Größe der Tat, die bei Allah zählt, sondern die Reinheit der Absicht. Ein Tropfen Wasser kann schwerer wiegen als ein Meer, wenn er mit aufrichtigem Herzen gegeben wurde. Ein Beispiel ist das Spenden zweier Menschen. Der eine gibt eine große Summe, aber er möchte, dass sein Name genannt wird. Der andere gibt nur eine kleine Münze, die kaum auffällt, doch er tat es ausschließlich, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Vor den Menschen ist die erste Spende größer, vor Allah ist die zweite gewaltiger. Rasulullah machte deutlich, dass selbst alltägliche Handlungen zur Anbetung werden können, wenn die richtige Absicht vorhanden ist. Wer seiner Familie Zuneigung schenkt, mit der Absicht, eine Pflicht zu erfüllen, der wird dafür belohnt. Wer beim Essen hörend Bismillah sagt, damit seine Kinder das hören und lernen, der erhält nicht nur den Lohn durch das Erwähnen Allahs. Ein Muslim lebt nicht in zwei Welten, eine für Allah und eine für das Diesseits. Es ist nur eine Dunya, in der aber alles zur Ibadah werden kann, denn die Niyyah verwandelt selbst Kleinigkeiten in große Taten. Eines müssen wir verstehen, meine lieben Geschwister: So wie die richtige Absicht eine Tat erheben kann, so kann die falsche Absicht sie völlig zerstören. Allah warnt uns im Koran: Wehe nun den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten,
denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen. Es ist offensichtlich, dass das Gebet die höchste Säule nach dem Tawhid ist. Dennoch kann es wertlos werden und sogar gegen uns werden, wenn es aus Riya geschieht, also um vor den Menschen gesehen zu werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Das, was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk. Die Sahaba fragten: Und was ist der kleine Schirk, o Gesandter Allahs? Er antwortete: Das Riya, überliefert bei Imam Ahmed und als Sahih eingestuft von Sheikh al-Albani. Riya bedeutet, dass man Taten für Menschen tut und nicht für Allah, gewissermaßen Augendienerei. Am Tag des Gerichts wird Allah zu solchen Menschen sagen: Geht zu denen, für die ihr gehandelt habt, und seht, ob ihr bei ihnen Belohnung findet. Genau das ist die große Tragödie, ja Ikhwan al-Muslimin. Jahrzehntelanges Beten, Fasten, Spenden, alles zunichte, weil es nicht Allah galt, sondern um durch den Menschen gelobt zu werden. Gleichzeitig gilt auch, je größer die Absicht, desto größer der Lohn. Wer mit reinem Herzen große Ziele fasst, etwa das Streben, Wissen zu erlangen, die Umma zu stärken oder den Koran zu verbreiten, der wird für jede Absicht, die er aufrichtig fasst, belohnt. Selbst wenn er es nicht umsetzen kann, allerdings liegt hier die Betonung auf Aufrichtigkeit. Darum ist die Absicht wie ein Feuer, sie kann wärmen und erleuchten, oder sie kann verbrennen und alles in Asche verwandeln. Die Geschichte der Absicht zeigt sich am stärksten in den frühen Tagen des Islams. Als die Hijra von Mekka nach Medina stattfand, verließen viele ihre Heimat, ihre Geschäfte und ihre Familien. Einige taten es rein für Allah und seinen Gesandten und wurden zu den Besten der Umma gezählt. Doch es gab auch jene, die auszogen, um eine Frau zu heiraten oder Besitz zu sichern. So machte unser Prophet klar: Wessen Auswanderung für Allah und seinen Gesandten war, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Und wessen Auswanderung für Weltliches war, dessen Auswanderung ist für das, wofür er auswanderte. Hiermit wird uns gezeigt, dass dieselbe Handlung für den einen einer der größten Taten, für den anderen bloß ein Umzug war. Ein anderes Beispiel betrifft einen Mann, welcher tapfer in einer Schlacht kämpfte. Die Gefährten sahen ihn und lobten seinen Mut, doch der Prophet sagte: Er ist im Feuer. Warum? Weil seine Absicht nicht Allah zuliebe war, sondern um Ruhm und Stolz zu erreichen. Äußerlich sah er wie ein Held aus, doch innerlich war es nur Augendienerei. Haben wir vergessen, dass einer der Namen Allahs Al-Basir und Al-Batin ist? Ist er denn nicht der Allsehende, der das Innerste unserer Brust kennt? Die Sahaba verstanden diese Gefahr. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu soll gesagt haben: Das Schwerste für mich ist, meine Absicht zu prüfen. Selbst in guten Taten kann sich Riya einschleichen. Wenn über Riya oder Heuchelei gesprochen wurde, hat sich Sahaba direkt angesprochen gefühlt. Heute sehen wir uns weit von dieser Eigenschaft entfernt, jedoch freuen wir uns über den Lob anderer, obwohl wir die Tat ursprünglich für Allah begangen haben. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu dagegen war ein Vorbild an Aufrichtigkeit. Als er eines Tages sein gesamtes Vermögen für den Islam gab, fragte der Prophet a.s.: Was hast du für deine Familie übrig gelassen? Er antwortete bescheiden: Allah und seinen Gesandten. Allahu Akbar. Seine Tat war nicht aus Prahlerei, sondern aus reinem Vertrauen in Allah. Auch Gelehrte späterer Zeiten warnten ständig vor der korrekten Absicht. Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sagte: Nichts ist für mich schwerer, als meine Absicht zu korrigieren. Sie ändert sich ständig. Selbst die Besten dieser Umma hatten Angst um ihre Nia. Wie viel mehr müssen wir unsere Herzen prüfen? Denn Absicht entscheidet nicht nur über die Größe der Belohnung, sondern über Annahme oder Ablehnung, über Ablehnung oder Untergang. Denn wer seine Taten für Menschen verrichtet, wird am Tag der Auferstehung aufgefordert, seinen Lohn bei ihnen zu suchen. Doch die Schätze des Jenseits gehören dem Herrn der Welten. Darum sagten die Gelehrten: Die Tat ist wie ein Gefäß. Was du hineinfüllst, ist deine Absicht, und Allah sieht, was du hineinlegst. Wie schützt man seine Absicht also nun? Wie hält man sie rein vor Augendienerei? Zuerst sollte man sich vor jener Tat kurz fragen: Tue ich das wirklich für Allah? Diese Frage verändert schon vieles. Rede während der Tat zu deinem Herrn und sag immer wieder: Ja Allah, nur für dich, nur für dich. So bekämpfst du dein Ego und der Lob deines Umfelds verliert an Bedeutung. Nach der Tat danke Allah und lobe ihn. Oder sprich ein Dua, dass Allah die Tat annimmt
und erlaubt, dies ein weiteres Mal nur für ihn zu tun. Und erzähle sie nicht unnötig anderen, damit Stolz dich nicht erreicht. Die Gelehrten empfahlen, die Absicht oft zu erneuern, selbst mitten im Alltag. Ein Glas Wasser trinken? Sagt dir, ich stärke meinen Körper, um Allah besser zu dienen. Schon ist es Ibadah. Die Reinigung der Absicht ist ein lebenslanger Kampf, aber sie ist zugleich das, was jede Tat leuchten lässt. Allahs Barmherzigkeit zeigt sich besonders in der Absicht. Schon die Nia allein kann die Belohnung bringen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass Allah sagt: Wenn mein Diener eine gute Tat beabsichtigt und sie nicht ausführt, schreibe ich sie als eine volle gute Tat auf. Wenn er sie ausführt, schreibe ich sie 10-fach bis 700-fach auf. Was für eine gewaltige Rahma ist das von Allah. Selbst wenn du aus Schwäche oder Hindernissen eine Tat nicht umsetzen kannst, die reine Absicht wird dir trotzdem angerechnet. Und wenn du sie umsetzt, vervielfacht Allah den Lohn über jede Grenze hinaus. Das ist Hoffnung pur, ya Ikhwani. Ein Muslim ist nie leer. Selbst in den Momenten, wo er nichts tun kann, kann er beabsichtigen und Allah schreibt es ihm alles gut. Deshalb sagten manche Gelehrten, die Absicht des Gläubigen ist größer als seine Tat. Denn manchmal tragen unsere Herzen mehr Belohnung als unsere Hände. Natürlich heißt das nicht, dass man sich unechte Absichten vornimmt, die man gar nicht einhalten will, nur um eine Belohnung zu bekommen. Denn Allah kennt das Herz und nur aufrichtige Absichten haben Wert. Alles, was wir tun, ob Arbeit, Familie oder selbst unsere Pausen, kann Ibadah werden, wenn wir es mit aufrichtiger Absicht für Allah tun. Darum prüfe dein Herz. Warum tue ich das? Wer soll zufrieden sein, die Menschen oder Allah? Möge Allah uns allen reine Absichten schenken, unsere Taten annehmen und uns am Tag der Auferstehung zu denen gehören lassen, die aufrichtig nur ihm dienten. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.